Yes, come on, come on. 3-0. Dein Satz, dein Spiel. Ja, come on. So, läuft heute ganz schön gut bei mir, muss ich sagen. 3-0 Führung. Ja, da kann ich jetzt mal einen Gang zurückschalten, oder? Ja, das solltet ihr wahrscheinlich nicht tun. Und was ihr machen solltet, wenn ihr früh in Führung liegt, das zeige ich euch in meinem neuen Video. Das hat mit Sicherheit jeder von euch schon mal erlebt. Ihr startet ins Spiel und es läuft wirklich einfach alles wie geschmiert. Ihr führt 3-0 und dann irgendwie kommt es zu einem Bruch und der Gegner kommt dran und auf einmal steht es 3-3. Und ihr könnt euch gar nicht so wirklich erklären, warum. Ich gebe euch jetzt hier 3 Tipps, wie ihr euch nach einer schnellen Führung verhalten solltet. Und mein Tipp Nummer 1, und wen verwundert's, lautet: konzentriert bleiben. Doch was genau meine ich eigentlich damit? Wenn ihr schnell und hoch führt, dann kann es euch passieren, dass ihr relativ unkonzentriert werdet. Damit meine ich, dass ihr anfangt, Dinge, die ihr bis dato gemacht habt, zu vernachlässigen. Und das meine ich vor allen Dingen in der Konzentrationsphase. Das heißt, ihr merkt, ihr habt einen Run, ihr seid on fire, fangt auf einmal an, eure Rituale nicht mehr auszuführen, fangt auf einmal an, schneller in eurem Spiel zu werden. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ihr schneller die Schläge durchführt, sondern einfach, dass ihr euch nicht mehr so viel Zeit lasst zwischen den Punkten. Und auf einmal kippt das Ganze dann, weil durch diese Unkonzentriertheiten natürlich Fehler entstehen. Ihr solltet also versuchen, bei einer hohen und schnellen Führung euch an die Dinge zu besinnen, die euch bis dato die Führung auch gebracht haben. Nämlich sehr wahrscheinlich sehr konzentriertes Spiel, fehlerfreies Spiel und natürlich auch mental weiterhin daran anzuknüpfen, was ihr eben vorher gemacht habt. Nach den Ballwechseln weiterhin Zeit lassen, ganz egal, euren Stiefel weiterspielen und nicht versuchen, andere Dinge auszuprobieren. Denn da kommen wir nämlich jetzt zu meinem zweiten Tipp, nämlich nicht nachlässig werden. Oftmals ist es so, dass ihr bei einer hohen Führung auf einmal anfangt, euer Spiel umzustellen. Ja, ich führe 5-0 und bei einer 5-0 Führung kann man natürlich das eine oder andere ausprobieren. Aber wenn es 4-1 ist und ihr einfach nur einen Break vorne liegt, ja, und ihr dann anfangt, Stopp, Lob und was weiß ich alles zu spielen, was ihr im Normalfall vielleicht euch gar nicht so liegt, also einfach nachlässig werdet, oder eben viel zu schnell versucht, auf die Punkte zu gehen, weil ihr habt ja einen guten Tag, dann kann euch das ganz schön zu Verhängnis werden. Ihr könnt damit den Gegner aufbauen mit euren Fehlern, mit eurem nachlässigen Spiel, was ja dadurch, dass ihr jetzt mehr riskiert, natürlich auch fehleranfälliger wird. Und dadurch könnte es sein natürlich, dass ihr den Gegner aufbaut, und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Keine Experimente. Das, was euch bis dato, bis zu diesem 3-0, 4-1 Erfolg gebracht hat, weiterspielt. Nicht euer Spiel ändern, das ist mein zweiter Tipp für euch. Gefällt dir mein Video? Dann schau in die Videobeschreibung, dort erfährst du, wie du mich unterstützen kannst. Weiter geht's. Mein dritter Tipp knüpft sehr stark an Tipp Nummer 1 und 2 an, denn konzentriert sein bedeutet natürlich auch, jederzeit damit zu rechnen, dass der Gegner eine Leistungssteigerung bringt. Das heißt, ihr führt relativ früh und der Gegner hat wahrscheinlich den einen oder anderen, ja, ich sag mal, unerzwungenen Fehler gemacht. Natürlich kann es auch sein, dass euer Spiel einfach zu gut war. Aber wenn es zum Beispiel zu dieser Führung gekommen ist durch sehr fehleranfälliges Spiel, dann solltet ihr zu jeder Zeit natürlich auch damit rechnen, dass der Gegner mit seinem Spiel entsprechend sich steigern kann. Und deswegen ist dieser Tipp sehr in Abhängigkeit zu Tipp Nummer 1, weiterhin konzentriert zu bleiben. Denn ihr solltet natürlich versuchen, dem Gegner nicht die Möglichkeit zu geben, eine Leistungssteigerung zu erreichen. Und das erreicht ihr eigentlich nur dann, wenn ihr dem Gegner natürlich aufbaut. Ja? Wenn ich den Gegner aufbaue mit eigener Schwäche, dann kann es natürlich dazu führen, dass ihr den Gegner stark macht und der auf einmal in sein Spiel findet und es dann natürlich zu einem ganz anderen Spiel kommt, was nicht mehr so leicht von der Hand geht. Daher immer zu jeder Zeit im Match, ob ihr 5-0 führt, 6-0, 4-0, ja, egal. Ihr könnt jederzeit oder ihr solltet jederzeit mit einer Leistungssteigerung des Gegners rechnen und diese natürlich dann auch akzeptieren und annehmen. Das heißt dann den Kampf annehmen und nicht denken, ach, das hat doch jetzt eigentlich immer so glatt funktioniert, das muss auch das ganze Spiel so funktionieren. Ja, muss es eben nicht, denn eine Leistungssteigerung des Gegners kann eben dazu führen, dass es ein deutlich ausgeglicheneres Match gibt. Und das müsst ihr dann entsprechend annehmen. In meinem nächsten Video geht es darum, was ihr machen könnt, wenn ihr den ersten Satz hoch gewinnt. Das ist ja ein bisschen ähnlich wie mit einer hohen Führung, aber jetzt geht es dann speziell darum, was passiert, wenn der erste Satz hoch gewonnen wird.
Und solltet ihr bis dahin noch Lust haben, weitere Videos von mir zu schauen, dann schaut jetzt hier mal in meine Videovorschläge, denn da bekommt ihr die ganze Welt der Tennistipps und der Tennistrainer-Tipps. Also in dem Sinne, bis dahin, euer Martin.